Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Da hatte Henry Ford nicht ganz unrecht. Ich frage mich nur, ob diese Pferde besser im Gelände unterwegs gewesen wären, als der Gewinner der Bayer 1000 aus dem Jahre 1968, der Vorgänger unseres heutigen Testwagens. Die Entwicklung der zweiten Generation des Bronco begann im Jahre 1977 und sollte viele Probleme lösen, die der Vorgänger mit sich brachte. 1980 wurde der Bronco mit einem effizienteren Antriebsstrang ausgestattet, während er seine Abmessungen beibehielt. 2 Jahre später debütierte der Bronco der zweiten Generation, ein kompakter Geländewagen, der auf einem verkürzten Ranger Pickup Truck basiert und eine ähnliche Größe wie der Bronco der ersten Generation hat. Unser heutiger Testwagen basiert auf dem Ford F150, genauer gesagt auf der 7. Generation. Vorne ist der Bronco mit einer Dana 44 Vorderachse mit der Ford TTB, also der Twin Traction Beam Einzelradaufhängung, ausgestattet. Die Hinterachse ist, wie beim Vorgänger, eine blattgewederte Ford 9 Zoll Achse. Der Ford V8 Motor der Windsor-Familie, und nein, hier ist nicht die Königsfamilie gemeint, wurde 1962 als Nachfolger des Ford Y-Block-Motor eingeführt. Die Windsor-Motoren erreichten während ihrer 40-jährigen Geschichte durch ihre Technik, Leistung und Zuverlässigkeit eine große Beliebtheit. Ursprünglich mit einem Hubraum von 3,6 Litern hergestellt, stieg er schließlich auf einen maximalen Hubraum von 5,8 Litern an. Diesen Motor, sprich mit maximaler Ausnutzung und Vergrößerung des Hubraums, finden wir hier vor, was man auch hier am Luftfilterdeckel erkennen kann. Das 4V in der Modellbezeichnung steht für Vierventiler bzw. für Vierventilmotor. Heutzutage sind in unseren Automotoren 2 Ventile die Norm. Das eine steuert den Einlass der Frischgase, das andere den Ausstoß der Abgase. Beim Vierventiler allerdings übernehmen je 2 Ventile die gleichen Aufgaben. Die durch 4 Ventile gegebenen größeren Öffnungsquerschnitte für Frisch- und Abgas sorgen für einen besseren Füllungsgrad und damit für mehr Leistung und Drehmoment. Wir haben es hier also mit einem 5,8, also fast schon 6 Liter großen Motor mit 4 Ventilen pro Zylinder zu tun.
Ein Motor solcher Größe ist entsprechend durstig. Da waren Werte von durchschnittlich 16,8 Liter pro 100 Kilometer keine Seltenheit. Wie sein Vorgänger von 1978 teilte der Bronco der zweiten Generation einen Großteil seines äußeren Blechkleides mit der F-Series Pickup-Linie. Basierend auf einem Designvorschlag, der ursprünglich bei der Entwicklung der vorherigen Bronco-Generationen verwendet wurde, wurde die B-Säule der Dachlinie leicht modifiziert. Außerdem erfuhr der Bronco für das Modelljahr 1982 ein leichtes Facelifting, in dem das blaue ovale Ford-Emblem, die sogenannte Ford-Pflaume, den Ford-Schriftzug auf der Motorhaube ersetzte. Die totale Länge des SUVs beträgt 4,60 Meter. Mit einer Breite von etwas über 2 Meter muss man in Baustellen schon höllisch aufpassen, dass man nicht aus Versehen eine Absperrbarke mitnimmt. Der Radstand beim Bronco beträgt 2,60 Meter. Gleiches gilt auch für die Höhe. Mit fast 2 Meter wird es in den meisten Parkhäusern schon zur Herausforderung, einen Parkplatz zu finden. Die Bodenfreiheit beträgt 234 mm und liegt damit im soliden Mittelfeld. Ein Auto mit solch einer Motorisierung und mit einem so großzügigen Platzangebot konnte sich einfach nur gut verkaufen. Im ersten Modelljahr verkaufte sich der Ford Bronco mit insgesamt 44.353 Einheiten sehr gut. Im Folgejahr brach der Umsatz etwas weg, da nur knapp 40.000 Fahrzeuge einen Besitzer gefunden haben. Weiterhin hielten sich die Umsätze auf einem sehr guten Niveau, bis 1986 die Produktion ihren Höhepunkt erlang und das Auto mit 62.127 Einheiten wegging wie warme Semmeln. Dank des herausragenden Sieges des Vorgängers bei der Baja 1000 wurde der Erfolgsweg des Nachfolgers perfekt geebnet. Seine großen Ausmaße machten ihn nur bedingt alltagstauglich im quirligen Straßenverkehr, jedoch war er auch dafür nicht prädestiniert, da er erst im Gelände seine technischen Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte. Und auch heute ist er immer noch sehr begehrt unter Offroad-Fans und Autofanatikern. Da konnten ihm weder Jeep noch Dodge das Wasser reichen.